In diesem Video zeige ich dir, wie du mit Canva ein schönes Bild erstellst und damit deine Affiliate-Produkte bewirbst. Ich habe dir ja im letzten Video schon erzählt, ich verlinke das mal hier drüber, dass es eine gute Idee ist, wenn man einen tollen Blogpost erstellt, den auf seiner Webseite hat und dazu ein tolles Bild erstellt, das man zum Beispiel bei Pinterest posten kann. Weil Pinterest ist dafür eine unheimlich gute Traffic-Quelle. Und in diesem Video werde ich dir jetzt einmal zeigen, wie du auf Pinterest so ein Bild erstellst, ja, ein Bild mit mehreren Produkten von Amazon. Und ja, das kannst du dann überall posten, zum Beispiel eben auch bei Pinterest. Du kannst natürlich auch noch mehrere Bilder machen. Zum Beispiel kannst du die dann bei Facebook posten oder bei Instagram, egal. Also das Bild in der Art bleibt gleich und du erstellst dir Social Media Posts davon, sodass du dann allen Traffic von da auf deine Webseite holen kannst. Ja? Und das machst du am besten nicht nur einmal, auch nicht nur zweimal, sondern 500 wären schon schön. Ne? Und dann kommt so viel Traffic auf deine Webseite, dass du damit dein Geld verdienen kannst. Wie gesagt, Affiliate Marketing ist nichts, um mal eben schnell reich zu werden. Wenn du mehr darüber lernen willst, ich verlinke meinen Kurs hier unten in der Infobox, dann kannst du den einmal anschauen. Da erzähle ich dir wirklich von der Pike auf, was Affiliate Marketing ist, wie du das Ganze aufsetzt, wie du eine Webseite aufsetzt, wie du eine Domain registrierst und auch, wie du das Ganze dann aufbaust und umsetzt, sodass du auch wirklich Einnahmen generierst. Jetzt gehen wir einmal an den Computer und ich zeige dir, wie du mit Canva dein Bild erstellst für Pinterest. Ich bin hier auf canva.com, ich bin eingeloggt und ich habe auch noch einen Premium-Account. Das heißt, ich habe den mit um die 100 € für ein ganzes Jahr bezahlt. Du kannst den aber auch monatlich bezahlen und du kannst das Ganze auch erst einmal kostenlos nutzen. Ich zeige dir das jetzt einmal, wie das Ganze funktioniert. Ich bin hier einfach auf Vorlagen gegangen und habe mir hier oben Pinterest eingegeben und dann werden mir verschiedene Vorlagen rausgeworfen. Also auf Pinterest eingeben, jetzt werden hier Vorlagen ausgeworfen. Das klickst du dann einfach an und hast es dann hier eben auf deiner Arbeitsfläche. Und sobald das so ist, also ich habe jetzt hier diese Vorlage, dann kannst du auch schon loslegen. Das brauche ich ja jetzt alles nicht, was hier drin ist. Du kannst natürlich auch immer Elemente nutzen. Das heißt, wenn du zum Beispiel hier die Überschrift brauchst, dann kannst du die schon mal nutzen. Ich behalte die mal einmal und lösche mal nur das Hintergrundbild. Einfach hier auf die Backshift-Taste, die Delete-Taste klicken und dann bist du das Bild schon los. Und dann habe ich ein Bild hochgeladen, nämlich das, was wir eben im Video hatten, habe ich hier mal hochgeladen. Einfach nur, damit du sehen kannst, wie das hinterher aussehen soll. Home Decor heißt das. Ja, so sieht das aus. Amazon Home Decor, under $100 und hier sind die verschiedenen Bilder drauf. Ich lösche das jetzt wieder und wir gehen einmal zu Amazon, holen uns dort ein paar Bilder und laden die hier hoch. Ja, welches Thema nehmen wir jetzt? Ich habe mir vor kurzem eine Kamera gekauft, die Canon EOS M50 Mark II. Und die rufe ich jetzt mal hier einmal auf. Die ist nämlich super, weil die bringt auch ein bisschen Geld ein. Ne? Also ist natürlich besser, wenn du Produkte für 500 oder 600 € verkaufst oder 700 €, als wenn du welche für 5 € verkaufst. Man könnte den Post jetzt einfach nennen, Equipment, ne? oder Foto-Equipment oder alles für die Canon oder was auch immer. Also ich suche mir jetzt erstmal die Canon-Kamera. Ja, und jetzt habe ich hier die Kamera, das ist die alte, die Mark II, hier ist sie. Und jetzt nehme ich mir einfach mal hier das Bild von Amazon. Ich mache mir jetzt einfach hier meinen Screenshot. Ich bin ja Affiliate für Amazon, deswegen darf ich die Bilder klauen sozusagen. Ich fotografiere mir das hier raus und ich bearbeite das ja auch noch. Und jetzt gehen wir wieder zurück zu Canva. Ich gehe hier auf Uploads und lade einmal das Bild hier von meinem Computer hoch. Und jetzt kommt das Interessante. Ich ziehe das Bild einfach hier rüber und ich gehe mal wieder auf Vorlagen und hier kann ich das dann größer und kleiner machen. Und was noch besser ist, ich kann den Hintergrund entfernen. Dafür klicke ich einfach auf Effekte und hier Hintergrundentferner
Und dann macht er das ganz automatisch. Und das macht er auch richtig gut. Ja? Also in Photoshop ist das schon ein bisschen knibbelig. Da muss ich das Ganze ausschneiden oder ich muss das mit einem Magic Eraser wegmachen oder wie auch immer. Und dann, ja, da bleiben dann immer so ein paar Kanten stehen. Also hier ist es wirklich ganz, ganz simpel, wie du jetzt gerade gesehen hast. Ja? Ich habe jetzt hier alles entfernt und ich kann mein Objekt jetzt hier hinschieben, wo immer ich möchte. Ich hole natürlich noch ein paar, damit du das besser sehen kannst. Ich wollte jetzt nur mal einmal hier die Farben ändern und schreibe mal hier einfach, ja, erstmal ändere ich die Farbe. So, klicke ich hier dazu auf das A und suche mir hier eine Farbe aus, die zu meiner Webseite passt. Hier sind die Farben von meiner Webseite drin und jetzt kann ich hier einfach ja, das ändern. Ja. Ich muss das erst lösen. Also wenn zwei solche übereinander sind, dann ist es oft so, dass es eine Gruppierung ist und die muss ich dann aufheben. Also klicke ich einmal auf Gruppierung aufheben und dann kannst du die einzelnen Dinge hier, die einzelnen Kästchen auch wieder bearbeiten. Oder auch nicht, wenn sie gar nicht da sind. Ja, manchmal ist Canva nicht so ganz so einfach. Ne? Also, das brauche ich jetzt gerade nicht mehr. Ja. Also wenn dir das passiert, dass du einfach nicht an diese Kästchen rankommst, dann liegt es meistens daran, dass die einfach im Hintergrund sind. Ne? Dann kann ich die so anwählen und kann sie so löschen und mir neue Kästchen machen, was ich jetzt auch hier tun werde. Dafür gehe ich hier einfach auf Text und kann mir hier was auswählen, was ich da jetzt reinhaben möchte. Eigentlich schon ein vorgefertigter Text, ne? Also 2 verschiedene Schriften, kann das jetzt hier reinziehen und dann kann ich damit weiterschreiben. Ne? Was ich jetzt möchte, ist einfach erstmal hier schreiben, Canon EOS M50 Mark II und jetzt werde ich einfach mal die Produkte hier rum verteilen. Ähnlich wie das Bild, was wir hier gesehen haben, ganz, ganz simpel, wie du hier sehen kannst. Und dann habe ich ein Bild, was ich auf Pinterest und auch in anderen sozialen Medien posten kann, wenn ich das dann ein bisschen umbaue und die Größe ändere. Ne? Also gehen wir mal zurück auf Amazon. Ich suche mir jetzt hier mal eine Speicherkarte dazu. Auch da wieder, ich mache das groß, mache wieder so einen Screenshot davon und lade das wieder bei Canva hoch. Du siehst, das ist jetzt eigentlich immer dasselbe. Ne? Also du gehst jetzt immer wieder rein, lädst das hoch, löscht den Hintergrund und ziehst das hier einfach rüber. Ja, also erst ziehst es rüber und dann löscht den Hintergrund natürlich. Und wir gehen jetzt einfach weiter so vor, ne? Sodass wir einfach alles zusammen haben, was die Canon M50 halt gebrauchen könnte. Ja, wieder Effekte und dann auf den Hintergrund entfernen. Und da ich das ausgewählt hatte, fängt er jetzt hier schon an, das Ganze zu entfernen. Ne? Und du siehst, hier habe ich jetzt wieder einen schönen ein hintergrundfreies Bild. Wenn ich jetzt hier, sagen wir mal, ich möchte jetzt etwas im Hintergrund haben, ich möchte das nicht weiß haben, dann könnte ich mir jetzt hier etwas aussuchen. Sagen wir, ich nehme jetzt mal das Bild, was jetzt so gar nicht passt, aber ist auch egal. So, dann siehst du besser, dass jetzt hier kein Hintergrund mehr da ist, also kein weißer Hintergrund und die Kamera ebenfalls nicht. Ne? Also wenn ich jetzt hier, keine Ahnung, ich möchte was zum Thema Travel-Fotografie, also Reisefotografie machen, dann würde ich jetzt vielleicht dieses Bild in den Hintergrund packen und würde dann hingehen und sagen Reisefotografie für Einsteiger und hier alle möglichen Produkte zu dem Thema Reisefotografie für Einsteiger auf mein Bild machen. Dann habe ich ein schönes Bild für Pinterest, was Aufmerksamkeit erregt und was ich dann ganz einfach nutzen kann, ja, um genau das zu machen. Ne? Wenn ich jetzt hier weitermachen will, gehe ich einfach auf Seite hinzufügen und dann kann ich hier einen neuen Post erstellen, neue Vorlagen suchen. Sagen wir mal, ich suche jetzt einfach was für Instagram. Ich brauche jetzt einfach mal die Größe nur. Und das sind hier die, und wenn ich jetzt hier reinklicke, dann ist die Größe schon drin und ich kann genau wieder so vorgehen, wie ich das gerade gemacht habe. Ich lösche jetzt mal wieder den Hintergrund, gehe mal zurück auf, nicht Uploads, sondern auf nutzte Dinge. So. Zieh das hier wieder rein und du siehst, es ist genauso, wie es gerade war, ein bisschen kleiner jetzt, weil es ja für Instagram angepasst
angepasst ist und ich kann dann alle meine Objekte wieder hier reinziehen und auch das wieder nutzen, um meinen Blogpost zu bewerben. Klingt doch einfach erstmal ganz einfach, oder? Ja, schwer ist es nicht. Es ist ein bisschen aufwendig. Es braucht ein bisschen Fingerspitzengefühl und du brauchst wahrscheinlich auch ein bisschen Übung, um dich mit Canva auseinanderzusetzen. Aber es lohnt sich, ja. Es ist wirklich ein Tool, was du immer wieder benutzen kannst und auch bei dem kostenlosen kannst du ganz, ganz viel benutzen und solche Bilder für deinen Blog bauen oder für deine Posts bauen, damit du ja, besser gesehen wirst sozusagen. Ne? Weil das ist die Möglichkeit, Traffic auf deine Webseite zu bekommen. Wer 0815 Bilder irgendwo postet oder schlimmer noch, die Produktfotos irgendwie postet, der wird keinen Blumentopf gewinnen. Ja? Also ich meine, ist ja logisch, ne? Wenn ich denselben Blumentopf immer wieder sehe. Wer interessiert sich denn dann noch dafür? Ne? Also es muss schon irgendetwas sein, was ein bisschen raussticht, wo man dann sagen kann, ach ja, super, das ist genau das Bild, oder das ist genau das Produkt, was ich haben möchte. Ne? Und klick dann auf deinen Blogpost, klickt auf deinen Affiliate-Link und dann kauft er deine Produkte. Das Schöne ist, dass dein Blogpost wirklich für immer auf deinem Blog leben kann. Ja? Bitte installiere den Broken Link Checker, damit dir nicht das passiert, was im letzten Video, ich verlinke das nochmal hier, passiert ist, dass die Produkte einfach nicht verfügbar sind, weil so wirst du immer benachrichtigt, ob das Produkt noch verfügbar ist oder wenn es nicht mehr verfügbar ist und dann kannst du es austauschen. Ja? Das war's von mir für heute. Ich hoffe, dieser Tipp hat dir geholfen und vor allen Dingen auch gefallen und du bist jetzt hochmotiviert bei Canva Bilder zu erstellen. Wenn dem so ist, dann freue ich mich darüber, wenn du unseren Kanal abonnierst, die kleine Glocke anklickst, damit du benachrichtigt wirst, wann immer ich ein neues Video poste und natürlich vergiss den Like nicht. Bis zum nächsten Video. Tschüss.